Hi Leute, ich bin's wieder, Francisco. Heute hier vor dem Fraunhofer Institut in Gießen und heute geht es um ein ganz besonderes Insekt, das gar nicht so viele auf dem Schirm haben. Und es ist aus genau zwei Gründen extrem interessant. Einmal als Tiermodell in der Wissenschaft, also im Labor, und dann noch für die Tierhaltung in der Terraristik, also für Privathalter. Die Haltung und Zucht machen super viel Spaß und dann kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Den schauen wir uns in diesem Video gemeinsam an. Viel Spaß dabei! Wir sind hier zu Gast bei einem ganz besonderen jungen Wissenschaftler, der aber mit innovativen Ideen bereits große Erfolge auf seinem Forschungsgebiet erzielt hat. Hallo, ich bin Anton Windfelder. Ich arbeite in der experimentellen Radiologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen und in Fraunhofer IME in Gießen mit Manduca sexter, dem Tabakschwärmer. Und wir nutzen die Larven von Manduca sexter als alternatives Tiermodell für die Bildgebung und für Entzündung. Und es ist besonders vorteilhaft, dass insbesondere der Aufbau des Darms der Tiere und auch das Immunsystem des Darms sehr stark vergleichbar mit dem Immunsystem von Säugetieren ist und wir diese Tiere deshalb stellvertretend für Mäuse teilweise einsetzen können. Und so können wir die Forschung beschleunigen, was natürlich für Patienten positiv ist, weil insgesamt eine beschleunigte Forschung schneller zu Medikamenten führt. Das Besondere, was wir machen, und das Besondere auch an Manduca sexter, ist, dass diese Insekten, diese Raupen sehr, sehr groß sind. Und wir haben sie als Tiermodell für die Bildgebung etabliert. Also wir machen viel Bildgebung, die der ein oder andere vielleicht aus dem medizinischen Bereich kennt, aus der Radiologie oder aus der Nuklearmedizin, zum Beispiel MRT, CT und PET. Und hier ist es so, dass diese Tiere aufgrund ihrer Größe tatsächlich auch dazu genutzt werden können, um beispielsweise bei der Entwicklung neuer Kontrastmittel, die eben wichtig sind für die Radiologie, oder neue Tracer für die Nuklearmedizin, die man eben braucht, um Krankheiten zu erkennen, vorab zu testen und zu bewerten. Und auf diese Weise wird auch diese Forschung für diese Kontrastmittel schneller und wird beschleunigter, was eben auch positiv für die Patienten ist. Andererseits interessieren wir uns aber auch für Insekten an sich. Wir untersuchen also, ob Pestizide eine Darmentzündung beispielsweise verursachen und so dann zum Beispiel zum Insektensterben, was eben ein großes Problem ist für die Biodiversität, beitragen. Das sind so die zwei Hauptsäulen, mit denen wir unsere Bildgebung oder für die wir unsere Bildgebung einsetzen. Das ist jetzt hier eine Tabakpflanze und wenn man hier ganz genau guckt, in den oberen Blättern sitzt auch eine Tabakschwärmer-Raupe. Kennt man, das Horn ist hinten, hier der Kopf vorne. Und jetzt hier sieht man, dass das Tier beginnt auch sich zu verpuppen. Hier sieht man jetzt dieses dunkle Dorsalgefäß. Das heißt, das Tier braucht jetzt auch gar kein Futter mehr. Da geht es jetzt ins Labor und gucken wir jetzt mal. Genau, wir betreten jetzt den S2-Bereich. Das heißt, wir müssen Kittel und Brille aufsetzen. So, und jetzt sind wir gerüstet für die gefährlichen Manduken. Ein kleiner Spaß, sind natürlich überhaupt gar nicht gefährlich. Aus welchem Grund genau müssen wir jetzt so die Kittel anziehen? Das liegt daran, dass das hier ein S2, also ein Biolabor der Sicherheitsstufe 2 ist. Das heißt, hier kann halt mit Pathogenen krank machen, Bakterien und Viren. Da hinten wird beispielsweise auch mit Influenza gearbeitet. Und damit ihr das einfach nicht mit nach Hause nehmt, wenn jemand mal eventuell ein bisschen Nein, es ist reine Vorsichtsmaßnahme. Alles gut.
So, dann haben wir hier unsere Insekteninkubatoren. So, dann zeige ich euch noch eine Manduca sexta Puppe. Die sehen wirklich sehr, sehr interessant aus. Sieht man auch relativ groß. Hier sieht man, wo der lange Rüssel dann später des Falters sich befindet. Hier kann man die Augen erkennen. Und hier im Prinzip sind die Flügel gefaltet. Wie es dann weitergeht, das seht ihr hier im Schnelldurchlauf. Wenn der Schmetterling aus der Puppe geschlüpft ist, muss alles flott gehen, denn er hat nur eine Lebenserwartung von wenigen Tagen. Er sucht sich Blüten, um Nektar zu trinken. Er verpaart sich und dann legen die Weibchen ihre Eier ab. Und der ganze Kreislauf beginnt von vorne. Ihr habt also gerade gesehen, die Tiere sind super spannend im Labor. Jetzt schauen wir uns aber den anderen Aspekt an, nämlich in der Terroristik. Die Tiere sind nämlich super wertvolle Futtertiere. In den USA sind sie schon viel geläufiger als hier in Deutschland.